Very well. I had been recording a message for Kolyat. How are things going with him? It is difficult. All things worth keeping are. I never explained. I suppose the story of my wife's death took you by surprise. Ja, da war irgendwas mit dem Laser und sie hat sich wohl davor geworfen oder so ähnlich. Oder ihn zumindest angestarrt, während er versucht hat, jemanden zu töten. I figured you'd explain to me when you were ready. I appreciate your patience. I kept my work clear of our home life. I assumed that would be enough to protect Erica. That memory I mentioned before. Laser dot trembles on the target's skull. The smell of spice on a spring wind. Sunset, eyes defiant in the scope. That was Erica. That was how I met her. She saw my targeting laser as she walked by and threw herself in the way. Ja, das war irgendwie schon impliziert, dass das so passiert ist. Wie haben die beiden denn geheiratet? So how'd she go from blocking your shot to having your children? I had to meet her. The memory possessed and endowed me. I fell on my knees before her, begged her pardon. She introduced me to the world beyond my work. Eventually, she forgave me. Later, she loved me. Ah, bei ihm war es ja dann Liebe auf den ersten Blick. Sie hat ein bisschen gebraucht. I guess she impressed you. She woke me up. Her body trembles, not fear. Indignation. Her mouth moves. How dare you? You and I trained to sacrifice ourselves to save others. How often does a civilian step in the way of a bullet to protect someone they've never met? I thought she was the goddess Hirashu. She met my eyes through the scope, and my purpose faltered. Ah, das finde ich so süß. When you talked to Kolyat, you said she died. I let myself become complacent. I thought Erica and Kolyat were safe. I stayed away too long, and my enemies came for her. Weiß er, wer genau das war? Who came for her? Batarians, a slaver ring that was preying on Hanar outer colonies. I'd killed their leaders. They paid the shadow broker to find out who I was. But they were afraid of me. Natürlich, So they went after her. Ja, das ist ja wohl das Hinterfotzigste, was man tun kann. Sie waren unvorsichtig. Sehr sensibel, Shepard, sehr sensibel. You told Kolyat that you hunted her killers down. Erica woke me up. When she passed, I returned to my battle sleep. My body hunted her killers, murdered them. I was taught to grant death quickly, cleanly, to minimize suffering. Them, I let them linger. Sagen Sie es nicht Ihrem Sohn. Ich weiß nicht. Also, Die haben eh schon so ein gestörtes Verhältnis. Ich weiß nicht, ob man den noch belügen sollte. Allerdings würde es ihm wirklich gut tun, zu sagen, dass er die Mörder seiner Mutter hat leihen lassen. Ich weiß nicht, sendet das nicht falsche Signale? Verstehst du, was ich meine? Ich bin aber auch kein Seelenklempner, also wollen wir ihn einfach mal beruhigen, weil tot sind sie jetzt eh, können wir eh nichts dran ändern. You were operating on instinct. By your own rules, you can't blame yourself. But I made the choice to hunt them. They're the only lives I've ever taken of my own choice. The only deaths on my own conscience. I haven't spoken about my wife and I don't think I ever have. I didn't have anyone left to tell it to. Ich will nicht sagen. Wow. Ja, da geht Shepard dran. Nein, wir haben Garrus. Ich habe zwar beim letzten Mal schon so ein Flirt gestartet, glaube ich. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht zu weit treiben. Und sein Sohn sollte sowieso an erster Stelle stehen. You're talking to your son again. That's huge. Don't lose sight of that by dwelling on should-have-beens. You are correct, of course. Thank you for listening, Siha. I think my translator just glitched. What did you call me? Siha. Someday I'll tell you what it means. Siha? Okay. Ich weiß nicht, will ich wirklich wissen, wenn der Translator das nicht übersetzen kann? Das kann ja nichts Schlechtes sein. Ich vermute nicht, dass er uns versteckt eine Bitch genannt hat. Das würde nicht zu ihm passen. Behaupte ich mal. So, ich würde gerne noch mal mit Grant reden. Ich glaube, das letzte, was wir von ihm gehört haben, war schon sein kompletter Text. Aber, wir gucken noch mal. Vielleicht hat er ja noch ein paar Ausraster für uns. Shepard. Grant. Just checking in. How are you doing? Battlemaster. I have everything. Okay. Clan. That's all for Shepard. now.
Okay, da sind wir durch. So, Said hat auch nichts Neues zu bequatschen. Jack sagt auch nur, wir sollen uns verpissen. Die beiden reden auch nicht mehr. Aber Tali redet noch mit uns. Bestimmt. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little boshtet! Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the poor drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. Sollte sie dann nicht lieber auf der Krankenstation sein? You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. Da bin ich ja schon immer sehr interessiert gewesen, wie das abläuft. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. Und sie hat eine allergische Reaktion auf einfach einen Keim, der in den Anzug gedrungen ist, während sie ihn versucht hat zu reparieren? How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Allerai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. Oh mein Gott, das scheint mir sehr viel Aufwand zu sein, um so eine kleine Wunde zu untersuchen. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Evolution der Ja, wie kann denn das... Ich meine, ich habe schon ein bisschen was dazu gehört, aber irgendwie begreife ich das noch nicht so ganz. Die wurden von ihrem Heimatplaneten vertrieben. Von den Geth, die sie ja, soweit ich weiß, selbst gebaut haben. Und haben dann in Isolation auf ihren Schiffen gelebt. Und dadurch hat sich ihr Immunsystem abgebaut. Aber hatten die nicht Kontakt auch noch mit anderen? Permanent? Dass da das komplette Immunsystem so für den Arsch ist, scheint mir so krass. Aber na gut. Were your immune system stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. Ich verstehe. Siehste, und schon hat sich meine Bedenken geklärt. But Quarians colonized other worlds. They couldn't have all been like that. They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld in our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover. Ich frage mich, warum sie da nicht ähnliche Begebenheiten wie auf ihrem Heimatplaneten hervorgerufen haben. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, was Viren und Verseuchung angeht, damit sie sich halt langsam so ein Immunsystem aufbauen können. Und stattdessen haben sie das komplette Gegenteil gemacht. Vielleicht auch, weil sie andere Dinge im Kopf hatten zu dem Zeitpunkt. Wenn man so seine Heimatwelt verliert, denkt man vielleicht nicht daran. Aber es ist nur so ein Gedanke. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except, well, no Quarians. You know what I mean. Aww. I appreciate the thought, Tali. And I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Nevertheless, I'd be honored to link suits with you, Shepard. Aww. You know, if you were a Quarian and we weren't already on a suicide mission.
I'm going to tinker a bit more. Thanks for coming by. Sie ist so süß. Ah, die sind alle so süß. Ich kann sie alle knuddeln bis zum Umfallen. Das sind wohl die sympathischsten NPCs, denen ich in meiner Spielerkarriere je begegnet bin in irgendwelchen Games. Spielerkarriere klingt, als wäre ich irgendwie Casino-süchtig, aber na gut. Du weißt schon, was ich meine. So, wir wollten Kazumis Loyalitätsmission machen. Aber erstmal will ich auf EO. Ich will das Paket haben. Und dann können wir das immer noch machen. Und nachdem wir dann die Mission von Kazumi gemacht haben, würde ich vorschlagen, machen wir mal dieses Firewalker, Fire-Dingsbums, Rosalie Missing, was auch immer das war. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Mission hieß. Jetzt, Ilium. Genau. Abgeschütztes Schiff, Broker-Basis, Bloodpack, Ilium. Da. Ich muss natürlich dieses dämliche Paket suchen, nehme ich an. Das wird mir nicht irgendjemand erzählen. So. Okay, irgendein Paket muss ich suchen. Beim letzten Mal, wo war es denn auf der Citadel? Ich glaube in irgendeinem Laden oder vor irgendeinem Laden hatten wir es gefunden. Ich kann ja mal eben gucken, ob es hier irgendwo in der Questbeschreibung steht. Omega-Paket. Zum Geschäft oder ins Eternity of Ilium gehen. Ah, Eternity. Eternity war... genau, einfach durchlaufen. Nein, danke, ich bin mit meinem Job völlig zufrieden und da habe ich auch die perfekten Skills für. Wir haben uns, glaube ich, auch schon so ziemlich alle Gespräche hier angehört bis zum Ende, oder? Die so nebenbei laufen? Ich glaube schon. War hier nicht ein Shop? Hier ist ein Shop. Oh, Deckschaden. Ja. Verdoppelt Zeitlimit. Nee, brauche ich nicht. Ich finde, das Zeitlimit ist mehr als genug, ganz ehrlich. Ich hatte da irgendwie noch nie Probleme. Außer die 3-4 Mal, wo ich es hintereinander verkackt habe. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das ein schlechter Tag war. Oder so. Ich werde mich ja nochmal auf allen Shops in allen Shops umsehen. Wegen Fischis. Ich habe sie nicht vergessen. Hier Sklavenhändler. Warte mal, speichern. It's okay, I'll think of something. You said Synthetic Insights would buy me. You said it was an easy sale. I assumed they would want an AI tech. Hello, can I help you with something? Sklaven sofort freilassen. Was ist hier los? Erstmal fragen, was hier los ist. Have you made this Quarian your slave? We prefer the term indentured servants. Before you do anything hasty, know that this Quarian signed the agreement voluntarily, and her servitude contract is completely legal on Ilium. If you actually want to help the Quarian, convince the Synthetic Insights representative to purchase her contract. Wieso, weshalb, warum? Erklär mir mal erstmal die Umstände. Why did this Quarian sign herself into slavery? I tried to play the stock market. I'm good with numbers, and I thought I had a way to make unlimited money. I lost everything. Then I got a credit line and lost that. Then I took out an illegal loan. You get the picture. As part of our agreement, I paid off her debts. 5 years from now, she'll have a fresh start and excellent work references. Oh Gott. Das klingt jetzt tatsächlich nicht so sehr nach Sklaverei. Also die Sklaverei, die einem vorschwebt, wenn man das Wort Sklaverei hört. Das ist tatsächlich, das klingt eher wie so ein Arbeitsvertrag. Jetzt weiß man natürlich nicht die Umstände, was für Rechte und so weiter und Pflichten sie hat in diesem Vertrag. Ich glaub's nicht, vielleicht? Sounds great. Unless you lose her paperwork or come up with a reason to hold her longer. All contracts are monitored by Ilium law enforcement. In a case such as you described, the burden of proof would be on me. No system is perfect, but safeguards are set up to protect all parties. Ja, das ist ja schon mal eine Maßnahme. Das stimmt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich weiß nicht, wir haben auch sehr viel Bürokratie in Deutschland, um eigentlich solche Missgeschicke
oder das Umgehen des Systems zu verhindern. Und es passiert trotzdem ständig. Ich glaube, jemand, der es drauf anlegt, der wird es auch immer wieder schaffen. If slavery is legal, then why are you trying to sell the Quarian? I don't keep service contracts myself. I'm a contract broker. I assumed Synthetic Insights would jump at the chance for a skilled AI tech, but they won't even make me an offer. Ich will gar nicht, dass sie behält. Weil, was soll sie mit ihr? If slavery is legal, then why are you I trying to sell? don't keep. Sorry, I sorry. assumed Ich hab einen nervösen Synthetic Finger. Insights would jump at the chance for a skilled AI tech, but they won't even make me an offer. So slavery is legal on Ilium. Indentured servitude lasts a set amount of time or until agreed upon conditions are met. Ilium must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options I can use and what tasks I can legally assign her. I'm also legally responsible for her behavior and health. Abuse is absolutely forbidden. Können wir sie kaufen? Wenn wir genug Geld hätten? Wir, glaube ich. Oder ist es sehr teuer? Ich weiß es nicht. What if I bought her myself? I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with 3 problems. First, her technical skill merits a contract of several 100,000 credits. There's also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she remain on Ilium. I don't want them to take me off to a mine somewhere. Okay, mehrere 100.000 Credits haben wir, glaube ich, eh nicht. Dann versuche ich ihr so gut zu helfen, wie es geht. I'll talk to the Synthetic Insights rep and see what I can do. Really? Thank you. I'd appreciate that. Mit Vertreter präparieren. Mit dem Vertreter, Übernahme der Quarian. Wo ist denn der Vertreter? Ist der vielleicht zufällig auch in dieser schicken, schmucken Bar? Ah, Tatsache. Speichern mal vorher. Can I help you with something? Sklavenmaklerin schickt mich. Wollen Sie eine Quarianerin? Jetzt zum halben Preis. How'd you like to get your hands on an expert Quarian AI programmer? If you'd like to submit a resume, Wait. Is this that slave? Synthetic Insights has no interest in purchasing slave labor. We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices the Council disapproves of. To be frank, we're hardly hiring anyone. The Geth attack on the Citadel didn't engender much love for artificial intelligence. Das klingt vernünftig. Nein, da verpasst du ein sehr gutes Geschäft, kann ich dir ins Ohr legen. Ich bin echt schlecht in Sachen verkaufen, aber Shepard regelte schon. It sounds like Synthetic Insights is worried about its reputation. Hiring this Quarian would help. Buying a slave helps our reputation. How exactly do you figure? Purchase the contract minus the fee for early emancipation, then free the Quarian and garnish wages for reimbursement. I know the migrant fleet would be grateful, and more likely to make purchases from you. Interesting. We look good for hiring a Quarian, and we can say that we freed slaves out of the goodness of our hearts. All right, I'll run up a contract. The board might wet its pants, but we could use the good publicity. This Quarian had better be good, though. Und ich leg noch 3 Schwämmchen oben drauf. Na, wenn ich nicht gut bin, Datenpad? Angalana, Lame, Thema Transportrouten in die Terminus-Systeme. Keine Sorge, unser Kontakt ist ein ehrbarer Batterianer namens Anto. Er ist einer von Area Tilogs Handlangern, aber wir schmieren ihn ordentlich und er wird für eine sichere Reise durch die Systeme sorgen. Solange Area von all dem nichts mitbekommt, kann uns nichts passieren. Beste Grüße, Valeria. Huhu. Oh, ich glaube, da sollten wir mal Aria Bescheid sagen. Das wird ihr nicht gefallen. Synthetic Insights just sent over the contract. I cannot thank you enough. This is no problem. I'm happy to help. Here, for your trouble. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. Thank you. I'll stay out of trouble this time. Ja, besser ist, nochmal will ich den Arsch nicht retten müssen. Ach, war das das Datenpaket, was wir hätten einsammeln müssen? Das, Aufträge? Wo haben wir es denn? Omega-Pakete. Ich glaube, das war das, oder? Bei Ich auf dem Markt von Omega abliefern. Das war das. Bin ich mir fast sicher. Wer lässt denn so ein Datenpad bitte einfach auf der Couch da liegen? Das scheint mir nicht sehr klug. Moment, gab es ja auch was zum Schnellreisen da hinten? Nee, okay. Laufen wir eben. Ich wollte ja eh mal die Geschäfte nochmal angucken. Und da gab es nicht nur hier, sondern Richtung
Norden. Nee, Richtung Süden gab es noch ein paar Sachen. War da auch noch ein Laden eigentlich? Irgendwo hier?